Digitaler Schulunterricht. Für viele Schulen, Kinder, Eltern, Jugendliche eine richtige Herausforderung. Oft fehlt es an Know-how und technischer Infrastruktur und genau dabei hilft die FAU jetzt. Kennt ihr jemanden, der von digitalem Schulunterricht betroffen ist? Schulhilfe Erlangen nennt sich das Projekt. Hier helfen Studis Schulen mit IT-Support. Kopf dahinter ist Professor Andreas Meyer. Er hat selbst einen Sohn in der 3. Klasse, kennt die Probleme und so kam der Grundgedanke zu dem Projekt. Oft ist Hardware vorhanden, aber es gibt einfach zu wenige Leute, die sich damit auskennen, um entsprechende Systeme zu betreiben. Hier soll die Aktion Schulhilfe unterstützen. Die Studis unterstützen das Projekt ehrenamtlich, so wie Studentin Anna. Anna, aus welchen Studiengängen kommt ihr denn und wer kann das Projekt unterstützen? An dem Projekt beteiligt sind Studenten sämtlicher Fachrichtungen, Herr Prof. Dr. Meyer, aber auch Schüler, die das nötige Know-how besitzen. Außerdem bekommen wir auch Hilfe von außerhalb, von Menschen, die sich berufen fühlen und das technische Know-how haben, und dafür sind wir sehr dankbar. Gerade am Anfang der digitalen Umstellung herrscht natürlich schnell Chaos, kommen viele Fragen, was, wenn nicht genügend Laptops da sind? Wie fangen wir eigentlich an, welche Software und. Und da hat sich das FAU-Team einen Notfallplan überlegt mit konkreten Maßnahmen. Unser System basiert auf Schwarmintelligenz. Wenn jemand eine Frage hat, wird diese Mail automatisch in unser Ticketsystem weitergeleitet. Jeder Helfer kann diese Frage sehen und die Person, die die Antwort dazu hat, kann direkt das Ticket beantworten und so dieser Person helfen. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, das Projekt zu unterstützen und Erlanger Schulen zu helfen, dann meldet euch einfach und schaut mal auf der Website vorbei, da findet ihr alle Kontaktdaten. Die Rückmeldung für das nächste Semester steht an. Ihr überweist bis zum 8. Februar den Betrag von 127 € auf das entsprechende Konto. Woraus sich der Betrag zusammensetzt und alle Infos findet ihr im Link. An der Philfak und im Fachbereich Theologie gibt es jetzt einen neuen Lehrpreis und der geht dieses Jahr an Dr. Anna-Carlotta Zarski und Helen Wagner. Hier werden besonders innovative Lernkonzepte ausgezeichnet. Was die beiden gemacht haben, das erfahrt ihr im Link. Wie oft knipst ihr mal eben 2, 3 Fotos? Was das und das Veröffentlichen von Bildern auf Social-Media-Plattformen mit der Identitätsbildung von Jugendlichen macht, das erforscht die Medienpädagogin Michaela Kramer. Für mehr Infos klickt einfach in der Beschreibung auf den Link. Neulich konnten Studis mit BAföG und Überbrückungsnachweis ja schon kostenlos FFP2-Masken beim Studentenwerk bekommen. Jetzt können alle Studis für 80 Cent das Stück FFP2-Masken dort bekommen. Das ist damit deutlich günstiger als im üblichen Handel.